Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns die Einheit GE-GS 18 an, die Säbelsäge oder Astsäge von Einhell, und vergleichen sie mit den anderen Säbelsägen, die ich bis jetzt getestet habe, mit den kompakten natürlich. Da oben macht man auf und dann kann man das zur Seite drehen und dann das Sägeblatt wechseln. Ob man die Finger drauflegen sollte oder nicht, weiß ich nicht. Ich würde meine Finger nicht drauflegen, da wäre ich mir nicht zu 100% sicher, dass das hebt, wenn ich mal fester drücken würde. Aber ich weiß natürlich nicht, wie sicher das ist. Ich will auch keine falschen Vermutungen aufstellen. Ich persönlich würde das einfach nicht machen. Deswegen sage ich es, ich persönlich. Sägeblatt wechseln geht schnell und einfach wie bei jeder anderen Säbelsäge. 1750 Umdrehungen im Leerlauf, es seien aber mehr, wenn man dann anfängt zum Schneiden, sollten 2800 sein. Der Mechanismus funktioniert sehr gut, habe den bei einigen Ästen getestet, funktioniert gut. Wie ihr sehen könnt, bewegt sich der Mechanismus nach oben, was zur besseren Handhabung führt. Das ist einfach so. Im Vergleich zur Parksatzsäbelsäge funktioniert das um Einhell besser, weil sich das nach oben bewegt und keinen Winkel macht wie beim Parkside. Beim Parkside ist halt ein bisschen schwieriger, weil das bewegt sich so anders. Es ist so fester und es verkürzt die Schnitttiefe beim Parkside. Generell liegt die Astsäge gut in der Hand, funktioniert gut die Handhabung, fühlt sich nicht schlecht an, fühlt sich gut an und insgesamt bin ich mit der einfach zufrieden, macht was sie machen soll. Und ja, schauen wir uns die Maße an. Maße haben wir eine Länge von 35 ohne Akku und wir haben eine Breite von um die 5 cm. Also relativ kompakt ist die Säbelsäge. Lautstärkewerte sind mit Vorsicht zu betrachten, sie ist im Leerlauf in der Hubzahl reduziert. So, kommen wir zum Fazit, oder was heißt Fazit? Kommen wir einfach zu den Ergebnissen. Ich muss kurz sagen, leider habe ich viele Videoaufnahmen, finde ich einfach nicht mehr. Habe ich irgendwo wahrscheinlich aus Versehen gelöscht, wo ich die alten Videos gelöscht habe, die ich schon geschnitten habe. Heißt, 10x10 ist nicht dabei, wie so Beispielsägen, so Äste habe ich gesägt. Die habe ich auch nicht mehr, die Aufnahmen. Also es fehlen schon einige Aufnahmen, aber ändert trotzdem nichts an der Sache, dass ich weiß, wie schnell und stark der ist. Das sieht man, da man muss ja nicht immer 1000 verschiedene Tests machen. Trotzdem kann man zum Ergebnis kommen. Das Gewicht habe ich. Sie ist relativ leicht. Wir sehen können es im Vergleich zur DeWalt. Die wiegt 300 Gramm mehr und ja, kostet das Dreifache. 10x10 haben wir 65 Sekunden, das habe ich getestet mit der Einheit, wie schon gesagt, aber finde die Aufnahme nicht mehr. Bedeutet, wir haben aber 70x30, da hat die DeWalt 15,4 Sekunden gebraucht, was wirklich relativ lang ist. Und die Einhell nur 5,58 Sekunden, egal ob 30x70 oder 70x30. Also einmal habe ich das Brettel umgedreht und das zeigt schon die Leistung, weil da habt ihr auch den Wert von AEG, der ist bei 3,54 Sekunden. 2 Sekunden mehr für die Einhell, das ist prozentuell wieder relativ viel. Ja, ist wieder relativ viel, aber trotzdem muss man sagen, ist sie einfach dreimal so schnell wie die DeWalt 369, die das Dreifache kostet. Ich meine, das muss schon was sagen. Vibrationen seien auf jeden Fall höher als bei der DeWalt. Aber das kommt auch, bei der AEG ist ja auch höher.
Das kommt auch davon, wenn der einfach mehr Hub hat und eine höhere Hubzahl. Höhere Hubzahl stimmt in dem Fall nicht, aber der höhere Hub stimmt, was zu anderen Beschleunigungswerten führt. Und ja, deswegen auch höhere Vibration, die ich leider nicht messen konnte, weil ich zu der Zeit noch kein Vibrationsmessgerät gehabt habe. Wenn ich das ungefähr, das ist nicht ganz genau der Faktor, bei der Wald seien es um die relativ genau 4-mal so lang, ein bisschen mehr, für 10x10. Und bei der AEG, wenn man es umrechnet von 70x30 auf 10x10, sind wir bei 4,7 ungefähr dem Faktor. Wir gehen einfach davon aus, dass es 4,5 mal ist. Dann kommen wir bei Einhell auf einen Wert von 10x10 auf 25,1 Sekunden. Theoretisch natürlich nur, wenn man die Durchschnittswerte ungefähr nimmt, also von 4,2 und 4,7 habe ich einfach genommen, 4,5 aufgerundet, ist relativ wurscht, weil das ist nur ein theoretischer Wert, aber der sagt schon einiges aus im Vergleich zu Parkside auch. Das ist auf jeden Fall klar, der ist deutlich stärker, die Einhell. Was ist nun mein Fazit? Mein Fazit ist, dass es eine sehr, sehr gute Astsäge ist, weil sie einfach besser in der Handhabung ist als die Parkside, weil eben der Stellmechanismus vom, wie würde ich das nennen, ja keine Ahnung, zur Asthalterung, nenne ich es einfach, besser ist, weil Parkside 12 Volt eben nicht so viel Werkzeug hat wie Einhell 18 Volt oder Parkside 18 Volt oder andere 18 Volt Systeme. Und deswegen ist es für mich auch für das Geld, wenn ich sehe, das Geld 50 Euro und was es an Leistung bringt und einfach, ja, das Gesamtpaket stimmt einfach, weil relativ leicht, Länge ist in Ordnung, Gewicht, habe ich schon gesagt, relativ leicht. Durch das, dass man langsamer anschneidet, ist es auch sicherer, oder was heißt sicherer? Es ist ja einfach auch nicht schlecht, wenn man zuerst mit weniger Umdrehungszahlen anfängt und dann kann man auch natürlich selbst machen, immer mit der Betätigungstaste, aber so ist auch nicht schlecht, wenn es automatisch gemacht wird und es ist einfach wirklich gut. Der, der Astbügel ist gut, die Verarbeitung ist gut, die Leistung ist gut, der Preis ist gut, alles passt. Danke fürs Schauen, ich hoffe, dass ihr euch nicht gelangweilt habt. Alle Sägen sind unten verlinkt. Servus, danke und ciao.